Kaffir Lime, Bad Horse, Wildfire, Mandragora, Sweet Cream, Dry Martini, Black Tea, All Spark, Golden Plexi, Tremble, Summer Orange, Comp Engine, Fuchsfass, Tape Machine, Tiny Spring. Moin moin liebe Leute. Moin. Moin, hier ist David von Musikproduktiv. Und hier ist Olaf von Musikproduktiv. Ganz genau. Wir haben heute für euch was brandheißes mit dabei, und zwar von Tone City. Ja, nettes, schimpft sich die Firma. Nettes, schönes, buntes Spielzeug. Ein ganzes Board, wie man an der professionellen Superverkabelung sehen kann. Ja, aber das hat Olaf eben kurz vor knapp nochmal schön fertig gemacht. Danke an dieser Stelle. Ja, die haben also sehr viele kleine, nette, sehr günstige Pedale im Programm, die auch wirklich gut, erschreckend gut klingen. Das ist wirklich absolut klasse gemacht. Auch wenn man sich die so mal anguckt. Sehr massives Gehäuse, ganz cool, die LED im Knopf drin, der leuchtet dann blau. Sehr halt die fancy. Mini-Potis wie bei allen anderen lässt sich halt auf die Größe nicht mehr anders realisieren. Kein Batteriebetrieb möglich, also kann man auch beim besten Willen keine Batterie mehr drin unterbringen. Aber wir gehen jetzt einfach mal die Reihe durch. Auch alle irgendwie relativ, kann man schon Relativ schwer und ne, sehr wertig so gemacht. Auch die Fußschalter, die Buchsenpassen her. packen ordentlich zu, das ist ordentlich. kann man für den Preis nicht unbedingt erwarten. Beziehungsweise sieht man auch nicht an jeder Adresse, würde ich sagen. Ne? Es wäre jetzt vielleicht noch nebenher zu erwähnen, dass wir jetzt hier die Mini-Pedale liegen haben. Ne? Es gibt ja auch noch die Deluxe-Pedale, so mit 2 Sounds oder Boost in einem Gehäuse. Genau. Also auch so eher so die Amp in a Box oder Zerrer-Ecke. Und hier ist so ein blankes Sammelsurium von Overdrive, Modulation, Kompressor, Amp in a Box, alles was es so gibt. Genau. Würde ich sagen, wir springen mal rein. Machen wir. Einmal irgendwie die Pedale näher anschauen, ein bisschen rein. Ja, erster Kandidat, der Kaffir Lime. Das ist so eine Art Booster, der aber auch Overdrive kann. Ähnlich wie ein exotisches Pedal aus den USA. Ja, also Gain-Regelung, Zweiband-Klang-Regelung und Lautstärke-Regelung. Also ideal, um Amp anzublasen oder eben halt auch Zerrungen zuzufügen. Werft das Ding an. Genau, also um das auch nochmal vorwegzunehmen, wie so häufig hinter uns hier die Smallbox 50 von Friedman. Ich kann euch ja mal kurz einen Clean Sound vielleicht zeigen. Auf der schönen Nick Huber-Gitarre, ja. Richtig, haben jetzt ja auch seit der Messe brandneu, aber uns am Start endlich. Ich habe hier eine sehr schöne Crowdstar 2 auf dem Schoß mit einem irre geil geflammten Hals. Da werden wir auch nochmal separat, ich denke mit Nick irgendwie ein Video machen, wo wir uns die ganzen Huber-Gitarren anschauen, die wir jetzt da haben. Ich habe eine schöne Haar, also so eine sehr 50er-Jahre-mäßiges Draht, Esche, Bird's-Eye-Hals, Kloppmann-Pickups. Also was man so Ganz braucht. okay. Ja. Ganz okay, ja. Ganz okay, das soll man wohl meinen. Ja. Genau, einmal Clean Sound vorne ab, damit man vielleicht die Basis hört. Ja. Ein Hall of Fame eingeschliffen, wie so häufig. Soll ja wohl reichen, ne? Hören wir uns mal das Pedal an. Ja. Okay, einmal drauflatschen. Läuft jetzt im Boost-Modus, also der Gain-Regler runter. Jetzt gebe ich mal ein bisschen Gain. Hören wir mal rein. Füllt ordentlich los direkt, ne? Okay, cool. Also ein netter kleiner Booster, Grundsound bleibt erhalten und wie gesagt, wenn ihr aufkommt, relativ sahniger Overdrive dazu. Schon, aber klingt unerwartet gut. Ja, erschreckend, was für so kleines Geld irgendwie möglich ist, Ja. weil die kosten ja echt kaum was, möchte man meinen. Ja. Ja, ein Bruchteil von dem, was irgendwie Pedale sonst kosten, an denen die sich hier orientieren, wenn man das so sagen möchte. Ja? Wollen wir weitermachen direkt? Sollen wir Kandidat kurz Einblick 2, geben? das böse Pferd, der Bad Horse. Der Bad Horse. Ist ein Transparent Overdrive. Ein Transparent Overdrive ist ein Overdrive-Pedal, was so den Grundsound der Gitarre und vom Amp nicht wesentlich verändert. Also eine Strat klingt halt wie eine Strat und ein Marshall klingt wie ein Marshall. Er fügt einfach Verzerrungen zu und dann wollen wir mal gucken, wie er das macht. Okay. Fangen wir mal im Low-Gain-Bereich an.
Wie gesagt, der M klingt noch wie der M. Die Gitarre ist auch nicht wesentlich verändert. Auf jeden Fall relativ zahm im Vergleich Ist Slow Gain bis Medium Gain Wie maximal. hieß er doch gleich? Kaffee Lime. Oder wie man das auch immer ausspricht. Gerade reinbekommen, die Ja, Pedale. Ich habe die genau. Namen nicht so auf dem Schirm. Genau, also das dann wirklich eher, um nochmal was rauszukitzeln, vielleicht, als dass man jetzt hier... Kann ich mir auch gut vorstellen von einem Fender M. So Zum Charakter Beispiel. bleibt da halten. Man macht ihn ein bisschen dicker, indem man die Höhe ein bisschen rausnimmt und der Grundklang ist halt gleich. Gerade für so einen Blues-Uwe Dafür dürfte das super sollte sein. das super funktionieren. Gut, Okay, kommen wir treten wir zum nächsten Extrem. Wildfire. Wildfire, ja, das ist jetzt das Metalbrett. Das ist so, der orientiert sich so an diesen amerikanischen Rectum Fire mit der Metallfront. Also kann ordentlich rumsägen, hat zwei Clipping-Modes. Droppe ich doch gleich mal die Gitarre vorweg. Ja, also ich würde sagen, Drop D ist angesagt. Ist Pflicht bei dem Ding. Volume, Tone, Gain und Clipping Mode, da werden also Dioden innen umgeschaltet, dass der Clipping Mode sich verändert. Wir werden das gleich mal einfach anwerfen, mal gucken, was sich tut. Jo, wollen wir mal reinhören? Jo, machen wir doch Soweit. Auch schon sehr charakteristisch, wenig Midden am Start. Wenig mit, Scoop mit, viele Höhen, viele Bässe. Kennt man irgendwo, ja. Nehmen wir mal den Clipping, der war echt amtlich. den zweiten Clipping Mode. Ach, das war jetzt noch nicht mal das Ende der Fahnenstange, oder was? Nee, der hat zwei grundverschiedene Sounds. okay. Also, Aber ist das jetzt dann auch, mal bedeutet das mehr gleich. Dampf? Kommt da eine Gainstage dazu? Oder einfach anderes Voicing? Anderes Voicing. Magst du mal hin und her switchen vielleicht, damit man den Unterschied ein bisschen besser hört? Oben klingt noch ein bisschen offener irgendwie, Unten ne? offener, unten ist er total flat irgendwie, ne? Ja, schon, ne? Aber gut. Ja, Also, ja, macht Spaß. kann man nicht meckern. Absolut. So, nächster Kandidat. Schon mal wieder zurück. Du erzählst ein bisschen. Der Mandragora. Was immer das auch heißen mag. So dieser lilane Kollege hier, also ist ein Overdrive-Pedal. Wo man der so einen Gain-Regler und einen Pre-Regler hat, der so den Bassbereich, der auf die Gain-Stufe geht, so ein bisschen beeinflussen kann. Volume-Ton macht auch so Medium bis Low Overdrive. Klingt relativ rund, mittig, wie halt die typischen Overdrives aus den 80ern. Hören wir mal rein, ne? Schauen wir noch mal rein. Geben den Kollegen mal Gas hier. Ja. Also ein ziemlich klassisches Overdrive. Klassisches ein klassischer Overdrive. Rockton irgendwie. Ja, macht auf jeden Fall auch Typische Spaß, ne? Also, Mittenbetonung. ich finde das halt immer krass, wenn man einen Amp irgendwie neben sich stehen hat. Klar ist der jetzt clean, aber dessen Overdrive-Sound man gewohnt ist und den man so im Ohr hat. Und wenn man dagegen dann Pedale hört, die sich echt nicht schlecht schlagen, die dann auch noch irgendwie extrem günstig sind, Ja. dann machen die Hersteller das eigentlich in der Regel nicht ganz so schlecht. Ja? Finde ich schon ziemlich cool. So, wir weitergehen? Sweet nächster Cream. Vertreter, Sweet Cream. Ja, da gab es doch irgendwie Da was gab es sowas aus von dem Finnland, was auch irgendwie bösen Professor, ganz ne? Irgendwie. einen verrückten Professor, was irgendwie so ein bisschen, ja, so war auch süß, Sweet ne? Cream ist. Der hat eine absolute Besonderheit, diesen Touch-Regler. Der reagiert in erster Linie auf die Dynamik der Gitarre. Je weiter man ihn drauf dreht, desto stärker kann man mit dem Volume-Put den Sound verändern. Also er wird halt clean und die Höhen werden angehoben. Was er wirklich gut macht, wir nehmen dafür mal die Strata, damit man es hört. Ja, lieb gerne. Ich schalte mal rüber. Schmeiß ich mal an. Schön. Ah, das macht
der schon gut. Ne? Stufenlos, also nichts zu meckern. Ein Dynamikmonster. Also für das kleine Ding erstaunlich. Ja, also gerade für irgendwie, sage ich mal, alteingesessene Gitarristen, die halt wirklich noch von früher es kennen, mit dem Volumenpoti viel zu arbeiten und jetzt Also nicht irgendwie so ein 4- und mehrkanaliges für die Amp-Monster Jungs von haben. der Einkanalerfront Genau. kommt gut, also von einem Marshall-artigen Amp. Haben sie schon mal getestet mit einem Vox oder Fender, auch das funktioniert. Die funktionieren wahrscheinlich. Tolles ne? kleines Pedal. Ja, cool. Ich würde sagen, Haken hintersetzen, wir schauen weiter. Okay, dann schalten wir wieder um. Was haben wir da? Dry Martini. Dry Martini, da Geschüttelt, sind wir nicht wieder in gerührt. der Ja. Medium Gain Overdrive Geschichte. Dry Martini. Ja, Volume, Tone, Gain und auf Strong Gain kann man umschalten. Jo, machen wir jetzt mal. Okay, hören wir mal rein. Okay. Gucken, was uns da erwartet. Das ist aber schon eher Distortion. Das ist schon so die Grenze zum Distortion. Ja, ne? Also Obwohl das jetzt ja noch nicht Strong Gain ist. Spiel mal, ich mach da mal das Strong. war noch nicht mal Strong. War noch nicht Strong. Dann hören wir mal rein, oder? Jo. Face der so ein bisschen. Und jetzt Strong. Man muss erstmal die komische Beschriftung kapieren. Also Schalter nach oben ist Strong. Und da wo Strong steht, ist nicht Strong. Okay, verstehe. Aber sehr satt, mittig, Rockbrett. Genau, also da würde Paula ich jetzt in sonst Marshall und ein gut bisschen ist. Höhen nachregeln. Also, gerade mit der. Geben wir hier mal ein bisschen mehr. So. Weil er nicht, dass er pumpt, aber untenrum ist schon ein bisschen, dichter auf jeden Fall. Da muss man Kann ich mir gut vorstellen, ein Amp, der so ein bisschen schwach auf der Brust ist, so und mit Strat Bässe eben einfach irgendwie oder sowas. Single Coils. Kann man ja mal machen. Mal Ja, eben das wollte ich Single gerade kurz sagen. dranhängen. Ja, Mal wir was haben doch alles da. Haben wir doch. Ist ein Strat-Ding, ne? Da tritt halt eben genau dieser Effekt auf. Ich meine nicht, dass das mit einer Humbucker-Gitarre nicht funktionieren sollte. Da kann man dann einen Verstärker noch ein bisschen nachregeln oder so. Treble, Presence. Ne? Aber es sei denn, man mag es halt so mumpfig. Er macht so einen Bridge-Single Coil richtig schön fett. Doch, macht er gut. Gefällt mir. Black Tea, der britische Combo mit den 3 Buchstaben, der sich dadurch auskennt, im Low-Gain-Bereich relativ Sparkelhöhen zu bringen. Irgendwas aus Großbritannien, ne? Aus Großbritannien mit den 3 Buchstaben, ja. Dreht man ihn auf, wird er so etwas dosig und kriegt einen ganz markanten Crunch-Sound, wie man so von Queen, Bryan Adams und Konsorten kennt. Also werfen wir ihn mal an. Jetzt mal mit der Crowdstar. Jo. Gehen wir mal rein. Ich zeige vorne mal den Clean, dann schalten wir ihn rein. Also sehr moderat, Gain so auf 10 irgendwie in etwa. Ja, das mache ich ganz gut. Wenn wir ein bisschen mehr reindrehen. Sehr geschmackvoll auf jeden Ja, Fall. Ja, dieses mittig Holzerne, was der Amp halt auch macht. Gut gelaufen. Macht richtig Spaß, ey. Hängt gut am Gas. Magst du mit der Strat vielleicht irgendwie? Ja, mach mal. Einmal reinspielen.
kann was. Verblüfft, also wie gesagt, zumindest ich weiß nicht, hast du die vorher schon mal So ausgiebig getestet? nicht, Nee, ne? und auch nicht mit der Strat. Aber Also als ich hier reinkam, wurden sie mir neu vor die Nase gesetzt, also ne, so wie ihr, gucke ich mir die jetzt auch zum ersten Mal an, höre sie mir jetzt zum ersten Mal an, aber das klingt echt alles ganz schön überzeugend. Erschreckend, fast schon. Gut, weiter im Text, wa? Okay, ja, dann haben wir jetzt den All-Spark. Orientiert sich auch an so einem exotischen Booster aus den USA. Führt jetzt aber vom Namen her in die Irre, In die oder? Irre, ja. Wollte ich Also grad sagen. der ist eher die andere Ecke. Ein Clean Booster, wo man mit Fat- und Bright-Schalter, den man sehr gut anpassen kann, ideal um Amp anzublasen oder was weiß ich für ein lautes Clean-Solo oder ähnliche Sachen. Wir schalten den mal eben neutral und geben mal richtig Gas, dass der Amp so richtig ins Schwitzen kommt. Okay. Okay. Auf jeden Fall ordentlicher Lautstärkeschub auch, Ja, ne? Was man tierischer so im Lautstärke. Raum merkt. Oh, das übersteuert auch schon fast. Kannst du ein bisschen runterdrehen vielleicht, Jo, dass es nicht kann ganz ich, so heftig ja. ist? Oder ist ja eigentlich tatsächlich dann eher für, was weiß ich, da kann man dann spielen. War ganz gut, ne? Ja, Fett. Ne, Fett macht auch einen Schub in den Bässen in den Mitten. Bright macht es oben etwas cleaner. So. Ja, so ein bisschen. Ups. Also ein Booster, der richtig was Ja, rausschmeißt. aber ganz ehrlich, ich glaube für Leute, die auch so Fingerstyle spielen, könnte Ja. das eine ganz nette Sache sein, weil das merkt man direkt irgendwie, da hängt dann die Gitarre noch ein bisschen besser am Gas. Das macht richtig Spaß, ey. Auch so, vielleicht auch, ich meine, gut, das ist ein P90 am Hals, aber vielleicht selbst so eine Krautster dann so was leicht Kehliges am Hals. Ne? Ja. Das ist schon echt sehr cool. Ja. Machst du da mit der Strat mal rein? Ja, machen wir mal Blasen, eben. gucken, wie der Wie sich darschlägt. Ich würde sagen, neben der Lautstärkeanhebung sorgt das auch dafür allgemein, dass die Gitarre so ein bisschen präsenter wird. Ja, so ordentlich Top-End, aber nicht nervig. Also doch. Also mit der Strat muss man ein bisschen gucken, dann vielleicht je nachdem. Dass Da es hast du ja nur einen Fettschalter notfalls. Genau, das geht, die ja. nicht zu klingelig wird, aber kommt halt auch voll auf die Strat an, ne, kommt auf euren Amp an, auf den Raum, wie auch immer, auf vieles. Genau. Ein weiter. Ein weiter. Golden Plexi. Ja, der schon richtig Furore im Netz macht irgendwie. Golden Plexi, wie der Name schon sagt, ist kein Fender-Amp. Das ist also der gute alte Brit-Sound. Ja, dann schmeißen wir ihn mal Auch so ein an. Amp in der Boxpedal. Ein Ne? Amp in der Boxpedal, genau. Ja, hören wir doch mal rein, wa? Das macht Wir aber nehmen mal ganz etwas ordentlich, weniger oder? Gain, fangen mal so im Vintage-Bereich an. Aber echt noch zahm, ne? Jetzt gerade da Ja, oben. dann wollen gehen wir doch mal ein bisschen mehr. Oh! Macht der echt gut. Das macht er richtig gut, ne? Das gehen wir noch mal ein bisschen Der legt aber auch mehr. schnell der legt ganz schön schnell zu. Ja. Ne? An Übersteuerung. Das war jetzt ja gerade gar nicht mal so der krasse Sprung. Da war dann ja so bei unter 12 noch. Ne? Und dann war das schon das ganz ist schon schön, sehr ganz schön satt. brettig. Ja, schon ganz ordentlich. Wenn wir jetzt mal volle Möhre mal eben Dann reinhören. wird wahrscheinlich jetzt.
Was macht er mit Single Coils? Drehen wir wieder runter? Dreh mal Mühe runter, ich wollte gerade sagen. Vielleicht spielst du einfach mal und ich kann dann ja am Game Poti ein bisschen spielen. Dynamik können sie, ne? Voll, also kommt natürlich auch immer darauf an, irgendwie in was für ein Amp man das stöpselt, finde ich. Ne? Weil, wenn man jetzt so ein Marshall-Derivat hat und da mit so einem Amp in eine Box Marshall-Pedal reingeht, das passt natürlich dann immer sehr gut. Ne? Ich meine, von einem, was weiß ich, irgendwie Fender Deluxe wird das Pedal sich auch nicht schlecht schlagen. Oder aber anders sein, ja. Genau, aber das ist schon echt enorm, finde ich, was da irgendwie an Sound rauskommt. Sehr, sehr gut, vor allem echt für die Kohle. Ja. Cool, wollen wir mal weitergehen? Ja. Was haben wir denn da? Das Tremble. Du Tremble. Ein Tremolo, ein traditionelles. Ne? Regelbar in Speed, Depth und Volume. Normales, gutes Standard-Tremolo. Vielleicht für Leute, die mal so einen Effekt brauchen, jetzt nicht die Höllenkohle dafür ausgeben wollen, einfach gut klingendes Tremolo. Werfen wir es doch mal an eben. Genau, schmeiß mal an, du bist gerade noch eingestellt, Ja. Vielleicht legst du ja mal einen hin. Tremoliert, nicht? Und, wie man hört, null Nebengeräusche. Null Nebengeräusche. Viele in die Tremolos machen so eine Rauschfahne. Das Ja. Ding nicht. Dann wird es Also, halt vielleicht Sinn machen, sowas eher einzuschleifen unter Umständen. nee, also es kommt auch ganz gut davor. Je nachdem muss man Also ausprobieren, kommt was wieder drauf an, was einschleißig man ist. Aber vorhat. wenn dann in den seriellen Weg rein. Ja, klar. Mal gucken. Ja. Gut, aber ich finde, das kann man dann auch dabei belassen, oder? Ja, das, was ein Tremolo macht, weiß wahrscheinlich jeder. Dann passiert jetzt ja nicht Das, was allzu er macht, viel. macht er gut. Alles okay. Genau. Was haben wir als nächstes auf der Liste stehen? Olaf? Ja, den Summer Orange. Lecker Orangensaft. Ja, was ist Orange und kommt von einer Firma mit drei Buchstaben? Phasing ist angesagt. Okay. Ja, hauen wir mal rein, wa? Willst du? Soll ich? Mach du? Mal okay. richtig. Oh. Also ich darf vielleicht mal kurz einen zweiten Kanal wechseln, oder wollen wir einen Overdrive dazu stell mal einen schalten? Wir haben Overdrive doch dazu, alles. dann können wir mal den Haben wir Golden Handy Plexi nehmen. dazu. Lassen wir jetzt mal. Aber im Gegensatz zum großen Vorbild halt die Feedback und Depth regelbar. Also er kann auch so etwas dünnere Sounds machen oder eben halt so diese schnellen Leslie-Type-Dinger. Macht er gut. Ja, weil sonst Was mal im Fliegen? Ich habe mal eben so Ja, ganz klar. schnell. Ja, je nachdem. Ja, schön. Oh, ganz schön abgefahrene Sounds, ne? Also Ja, so die typischen Plattform-Amp. 70er Jahre Phaser-Sounds kann er gut. Eddie lässt grüßen, ne? Ja, gerade so für eine Verbindung in Serra ganz witzig, aber auch so für diese Leslie Vibrato-Filter-Abteilung sehr gut geeignet. Ja, cool. Machen wir weiter. Der Angel Wing. Angel Wing. Was ist ein Angel Wing, habe ich mich gefragt. Es ist ein Chorus. Ah, okay. Der Engelschor. Ah, ja. Tja, Wollen wir mal rein? dann machen wir Korrosion. Lass mal die Engel mal singen. Ja, machen wir das doch mal. Herrlich. Hör mir auf.
Ja, lass die 80er direkt grüßen. Ne? Ja, aber verschiedene Sounds möglich. Nebengeräusche gleich null, sehr wenig. Also erstaunlich. Ja, er kann auch so diese typischen Leier-Sounds, wenn man richtig Gas gibt, auch nicht. Fast wie so ein Leslie. So, diese. Ja, schon ordentlich detune dabei. Diese ne? Unterwasser-Sound. Oder halt so Andy Summers-mäßige Schwebsounds. Ja, dann macht er ganz gut, ne? Ja, wollen wir weitergehen, wa? Ja, Schön. Was kommt noch als nächstes? die Comp Engine. Comp Engine ist, wie der Name schon sagt, ein Kompressor. man Regelbar so in annehmen? Volume Attack und Compression. Einfach um die so Sounds ein bisschen dicker zu machen, so für die Chicken-Picken-Abteilung Genau, für die oder ein bisschen Clean-Spieler, ein bisschen Sustain zu verlängern. Oder so diese Police-mäßigen Sounds zusammen mit einem Chorus, haben wir einen schlechten Ton an, er geht in die Knie und der Teppich bleibt stehen. Werfen das Kannst Ding du an. vielleicht mal gleich mit der Strat zeigen oder so? Machen, ja. Ja, aber auch allein schon bei solchen Sachen. Alles, Ja. was irgendwie mit Fingerpicking daherkommt, so, das ist, dem wird da eigentlich ein bisschen unter die Arme gegriffen. Ne? Also finde ich immer. Eigentlich mal ganz praktisch auf jeden Fall. Komm, lass mal den Olaf mal spielen. Ja, dann schalte mal einfach auf Bypass zwischendurch, mal gucken. Und ja, Sorgt einfach für Konsistenz im Ton. schöner kleiner Kompressor, macht das, was er soll. Genau, weil das ist ja oftmals irgendwie, gerade auch für irgendwie Einsteiger, sage ich mal, in die Welt der E-Gitarren-Effekte, immer so eine Sache, so Kompressor, ich höre doch gar nichts. So. Ja, das ist natürlich eine sehr subtile Geschichte irgendwie. Ja, du hast meistens den besten Kompressor-Sound, wenn du machst den aus und merkst, da fehlt was. Und so ist es ein sehr subtiler Eben Effekt. drum. Auch eine andere Sache, so für Leute, die so Picking-Sachen spielen mit dem Plektrum und Schwierigkeiten haben, die Seiten richtig zu erwischen. Der macht einen schönen gleichmäßigen Pegel, kann man gut mit rumfuschen, ist wunderbar. Genau. Ja, Gut. Was kommt denn nun? nu wird's fies. Das Fass. Das Fuchsfass. Schön mal runter. Was soll der Geiz? Fuchsfass, ja, der Name ist schon fast Programm, ist im Prinzip eine Kopie von dem legendären Fox-Fass aus den Staaten, das Peter Frampton-Teil, also ein giftiges Fasspedal mit einem zugeschaltbaren Oktaveffekt. Sehr schön strange und ja, sehr gelungen, wie ich finde. Ja, machen wir mal erst ohne Oktav. Oktave ist es gerade noch raus, oder? Müsste raus sein. Mach mal eben. Aber mit Oktav vielleicht dazu? Ja, das merkst du eigentlich eher so auf in den höheren Lagen. Dreh mal den Tonpoti ein bisschen zu. Ja. Macht echt ganz gut, ne? Nimm mal die Strat, jetzt gehen wir in die Strat. Ja. Mal den typischen Oktavtrick, Halspickup, Tonpoti zu. Und dann diese witzige Geschichte, das ist ja mehr oder weniger monophon, der Effekt, aber wenn man so Zweiklänge spielt, kommen so ganz seltsame schräge Akkorde raus. Oder dieses beim Hochdehnen. Also Aber ich diese- denke- diese flötenmäßigen Sound macht er gut. Ja, aber auch das mit den Riffs irgendwie gerade, das Tiefer mit den Chords, Ja. so manche Stoner-Band oder Ja, so ähnliches, so viel- Garage, Rock und so, alles wo es ein bisschen kaputter und freakiger klingt, so, das könnte gut passen, denke ich. Ja, Ne? allein wenn man mal bedenkt, was man für so ein altes Original zahlt, ist das schon Da ein muss man guter von Deal. sprechen. Ja.
allemal. Ne? Okay, das war das Fass. Gut. Tape Machine. Tape Machine, ja, das ist auch so eins der Highlights aus dem Programm. Ein Bandecho-Simulator, will ich mal sagen. Also eine Mischung aus Analog-Delay und Bandecho. Ist vermutlich ein digitales Teil, so diese sogenannten Analog Voice Digital Delays. Diese typische Geschichte mit den dumm verwendenden Wiederholungen, dieses tolle Aufschaukeln und ähnliche Sachen. Also ein typisches Delay-Teil. Jetzt werfen wir es einfach mal an. Dann Ein bisschen Flatter, ein bisschen Modulation mit dabei. Ja. Ne? Ups, dann drückt den Tonregler wieder auf. Ja, macht Echo, ne? Jetzt können wir den da mal spielen. Muss wieder zurückstimmen. Hier so ein bisschen mäßiger, ne? Also richtig ein bisschen mehr? Ja. Wie auch immer. So ganz lange Delays halt. Nochmal in Verbindung mit dem Zerrer. Ja, ruhig. Also auch dieses typische Selbstoszillieren, schön warm klingendes Delay, gut. so mittlere, trifft's auf jeden mittlere Fall. Verzögerungszeit, also sehr, sehr geile Slapback-Sounds kann man damit machen und immer so einen Solo-Sound so ein bisschen dicker zu machen, macht er Aber ich recht finde gut. allein, wenn man jetzt, weil du es gerade auch aktiviert hast, den Golden Plexi mit dieser Tape Machine kombinierst, so dann hast du irgendwie für eine schmale Mark echt schon mal eine gute Basis für ein Setup. Ja. So, da brauchst du halt jetzt gar nicht mal irgendwie so die mega Möhre irgendwie als Verstärker, irgendwie was laut macht und irgendwie halbwegs gescheit klingt. So, knallst dir ja die beiden Pedale vor. Für eine schmale Mark. Ja, oder anderes Ding, du kannst dir ein Pedalboard bauen, was in Schuhkarton passt, aber wo richtig was drauf ist, weil die so schön klein sind. Ja, oder wo es dann halt nicht irgendwie so wehtut, wenn in der Kneipe doch mal ein Bier drüber geschüttet wird beim Gig oder so. Ja, stimmt. Ja, und gar nicht mal so ein Kompromiss im Ton. Ja. Irgendwie. Schon ganz schön klasse. Abschließend. Tiny Spring Reverb out of the box. Ich nehme unseren Hall of Fame raus aus Ja. dem Loop, der wie so häufig ja es aktiviert war. Also von kleineren Rollen. Ich gebe dir mal die Strat. Okay, man sollte den Tonregler auch. Kurzer Hall. Ja, also Klasse. macht zwar dieses Drip, was ein richtiger Federhall macht, nicht wie bei so einem Tube Reverb, aber klingt relativ dicht. Und gerade wenn man denkt, so einen kleinen Amps aus wie so einem Pro Junior oder sowas, der keinen Hall hat, kommt das gut, ne? Super. Hängt jetzt auch. Hängt jetzt auch gerade noch vor dem Amp, wollte ich sagen. Ist nicht eingeschliffen, einfach davor und dafür erstaunlich. Erstaunlich. Also ja, es wird sich halt besser auf den Sound legen, sage ich mal, wenn man es einschleifen würde. Logisch, aber dann kann man ja auch mal hören, wie das vor dem Amp klingt und es ist ja auch einfach Geschmackssache. Ja. Macht es aber echt eigentlich auch, muss man sagen, echt sehr gut. Relativ dicht, ne?
dunkle Klangfarbe. Und Die Halbfahne ist schön, ja, ne? also nicht so dieser relativ kalte, dichte Digitalhall. Das ist so ein bisschen Lo-Fi, aber steil. Eben drum. Also ich Macht denke was. da dann auch direkt an so irgendwie Shoegaze, Indie-Bands, alles wo es um Atmosphäre geht, weil so knapp jetzt hier vor 12 Uhr, dann sorgt die Halbfahne schon dafür, dass so ein Teppich entsteht. Ja. Ne? Das wäre Das können wir doch mal eben auf die Spitze treiben. ja. Mit dem Kompressor zusammen natürlich dann noch intensiver. Ach, was schön. Ach, was schön, Olaf. Ja, Ich würde sagen, jetzt sind wir durch, oder? sind wir durch mit den Kandidaten. Jo, Also, wie ihr gesehen habt, viel Effekt für wenig Geld. absolut. Und auch Klein, überzeugende Sounds. Für jeden wahrscheinlich was dabei. Man muss sie testen halt mit seinem Equipment, mit seinem Amp, aber allemal. Ich meine jetzt, was jetzt Reverb und Delay anbelangt, da hat man jetzt nicht die große Auswahl. Braucht man auch nicht, weil es klingt. Aber gerade irgendwie was Overdrive und Distortion. gibt ja genug, um den passenden für seinen Amp rauszufinden. Absolut, weil ich denke, da geht es auch wirklich darum, dass man da so eine gewisse Diversität auch bietet einfach, dass man für sich das Passende auch raussuchen kann. Die klingen ja schon auch mit den unterschiedlichen Gitarren sehr unterschiedlich. War jetzt so die Sachen, da waren Pedale bei, die klingen das Strat besser, da waren welche bei mit den Humbuckern besser. Voll. Also klar, Ja, dann würde ich sagen, wie immer, hat Spaß gemacht, Olaf. so sah das aus. Ja. Kommt am besten selber vorbei, checkt hier die neuen Pedale bei uns im Laden aus. Ja, wir haben alles da. Wir können euch auch zeigen, wie man das professioneller verdrahtet. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut. Macht's wir gut. sehen uns. Bis die zum Tage. nächsten Mal. Ciao.